Lektion 1, Team Brainstorming. Ich denke, dass eine Brainstorming-Sitzung mit dem Team neue Ideen hervorbringen könnte. Das ist ein toller Vorschlag. Kollaboratives Denken führt oft zu Innovation. Genau. Es ist erstaunlich, was aus unterschiedlichen Perspektiven entstehen kann. Ich stimme zu. Jeder bringt einzigartige Erfahrungen und Erkenntnisse mit. Lassen Sie uns einen Termin vereinbaren, um alle für diese Sitzung zusammenzubringen. Ja. Ich versende Einladungen und bereite erste Diskussionsthemen vor. Perfekt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche kreativen Lösungen wir finden. Ich auch. Es ist immer spannend, in der Gruppe ein Brainstorming durchzuführen. Lassen Sie uns diese Sitzung für alle Beteiligten produktiv und inspirierend gestalten. Lektion 2, ausgewogene Ernährung. Ich versuche mich ausgewogen mit viel Obst und Gemüse zu ernähren. Das ist großartig. Es ist wichtig für die Aufrechterhaltung einer guten Gesundheit und eines guten Energieniveaus. Genau. Ich fühle mich viel besser, wenn ich verschiedene Lebensmittel einbeziehe. Ja, und es ist wichtig, einen farbenfrohen Teller zu haben. Es bedeutet normalerweise mehr Nährstoffe. Ich liebe es, neue Rezepte auszuprobieren, die verschiedene Zutaten enthalten. Das ist eine unterhaltsame Möglichkeit, Mahlzeiten spannend und nahrhaft zu gestalten. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Ideen, die ich zu meinem Essensplan hinzufügen kann. Lasst uns irgendwann Rezepte austauschen. Ich habe ein paar gesunde Favoriten zum Teilen. Das würde mir gefallen. Gemeinsames Kochen könnte ein tolles Erlebnis sein. Lektion 3, erfolgreiche Veränderungen. Wunderbar. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Irgendwelche weiteren Änderungen, die Sie vorgenommen haben? Ja, ich habe das Layout der Präsentation angepasst, um sie ansprechender zu gestalten. Das klingt klug. Eine gut organisierte Präsentation kann die Aufmerksamkeit besser fesseln. Genau. Ich habe auch einige Bilder hinzugefügt, um unsere wichtigsten Punkte zu veranschaulichen. Tolle Idee. Visuals können wirklich dabei helfen, Informationen effektiv zu vermitteln. Ich denke, es wird dem Publikum leichter fallen, die Konzepte zu verstehen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie Sie auf das neue Format reagieren. Ich auch. Ich bin optimistisch, was unsere Erfolgsaussichten angeht. Lassen Sie uns vor dem großen Tag noch einmal alles Revue passieren lassen. Lektion 4, Gesundheit und Nickerchen. Mein Großvater macht mehr Nickerchen als früher. Das kommt mit zunehmendem Alter häufig vor. Es ist wichtig für Ihre Gesundheit. Ja, er geht regelmäßig zum Arzt und nimmt Tabletten für sein Herz. Es ist gut, dass er sich proaktiv um seine Gesundheit kümmert. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen sind unerlässlich. Absolut. Er hat stets auf sein Wohlergehen geachtet. Das bewundere ich. Es ist wichtig, auf unseren Körper zu hören und sich bei Bedarf auszuruhen. Ja. Ich hoffe, mit zunehmendem Alter den gleichen Grad an Bewusstsein zu erreichen. Wenn Sie jetzt achtsam sind, sind Sie bereits auf dem richtigen Weg. Danke. Ich schätze Ihre Ermutigung, es bedeutet viel. Lektion 5, Suche nach Rat. Ich versuche, organisiert zu bleiben und um Rat zu bitten. Gut für dich. Es ist immer hilfreich, Rat einzuholen, wenn Sie ihn brauchen. Genau. Es kann neue Perspektiven und Ideen liefern. Ja,
und manchmal sehen andere Lösungen, die wir vielleicht übersehen. Ich habe festgestellt, dass das Durchsprechen meiner Gedanken wirklich Klarheit schaffen kann. Absolut. Zusammenarbeit führt oft zu besseren Ergebnissen. Ich werde sicherstellen, dass ich mit anderen in Kontakt komme, die mir auf dieser Reise helfen können. Das klingt nach einem klugen Plan. Unterstützung kann von unschätzbarem Wert sein. Ich bin gespannt, wie sehr ich mit Ihrer Hilfe wachsen kann. Lektion 6, Übungsroutine. Hey, wie läuft dein Trainingsprogramm? Es läuft großartig. Ich habe versucht, bei meinen Trainingseinheiten konstant zu bleiben. Das ist großartig. Auf welche Art von Übungen haben Sie sich konzentriert? Ich habe Cardio-Training mit Krafttraining kombiniert, was sich wirklich lohnend anfühlt. Das ist eine gute Balance. Cardio hilft bei der Ausdauer, während Krafttraining Muskeln aufbaut. Genau. Ich fühle mich den ganzen Tag über stärker und energiegeladener. Haben Sie sich konkrete Ziele gesetzt? Ja, ich möchte meine Ausdauer verbessern und vielleicht bald einen 5-Kilometer-Lauf laufen. Das ist ein fantastisches Ziel. Ich bin sicher, dass Sie es mit Ihrem Engagement erreichen werden. Lektion 7, Erinnerungen festhalten. Wissen Sie, ich denke, wir sollten darüber nachdenken, Fotos von Ihnen zu machen, anstatt alles zu behalten. Das ist eine tolle Idee. Fotos können Erinnerungen ohne Unordnung bewahren. Genau. Es ermöglicht uns, die Essenz dieser Momente lebendig zu halten. Außerdem können wir ein wunderschönes Album erstellen, auf das wir zurückblicken können. Ja. Es würde Spaß machen, gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. Ich liebe die Idee, Geschichten durch Bilder festzuhalten. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, unsere Erfahrungen im Laufe der Jahre zu feiern. Beginnen wir damit, unsere Artikel zu sortieren und Fotos von den wichtigen Artikeln zu machen. Ich freue mich auf diesen kreativen Prozess. Lektion 8, klares Wasser. Der See hat klares türkisfarbenes Wasser, das kann ich mir vorstellen. Welche Aktivitäten würden Sie dort gerne unternehmen? Ich würde gerne schwimmen gehen und vielleicht versuchen, auf dem See Kajak zu fahren. Das hört sich lustig an. Kajakfahren wäre eine tolle Möglichkeit, die Küste zu erkunden. Genau. Ich kann mir bereits die wunderschöne Landschaft um uns herum vorstellen. Und vergessen Sie nicht, anschließend am Strand zu entspannen. Das wäre die perfekte Möglichkeit, nach einigen Wasseraktivitäten zu entspannen. Ich kann es kaum erwarten, einen Ausflug zu planen, um dieses klare Wasser zu genießen. Bringen Sie unbedingt eine Kamera mit, um all die schönen Momente festzuhalten. Lektion 9, Lernumgebung. Denken Sie daran, dass ein gut gestalteter Raum Ihr Lernen verbessern kann. Das stimmt. Die richtige Umgebung kann Konzentration und Kreativität wirklich fördern. Ja. Natürliches Licht und bequeme Sitzgelegenheiten können einen großen Unterschied machen. Absolut. Es ist wichtig, einen Raum zu schaffen, der inspirierend wirkt. Ich denke, dass die Einbeziehung von Pflanzen auch die Luftqualität und die Stimmung verbessern kann. Tolle Idee. Pflanzen bringen einen Hauch von Natur ins Haus. Lassen Sie uns darüber nachdenken, wie wir unsere eigenen Lernräume verbessern können. Das würde mir gefallen. Gemeinsam können wir ein Umfeld schaffen, das Wachstum fördert.
Ich bin gespannt, wie unsere Ideen unsere Räume verändern können. Lektion 10, Schritttempo. Ich gehe nicht so schnell wie jemand mit langen Beinen. Das ist verständlich. Jeder hat sein eigenes Tempo. Ich bin kein großer Mensch, tatsächlich bin ich ziemlich durchschnittlich groß. Es geht darum, unabhängig von der Körpergröße ein Tempo zu finden, das zu Ihnen passt. Genau. Ich bevorzuge es, meine Umgebung zu genießen, anstatt durch sie zu hetzen. Das ist eine tolle Einstellung. Wenn Sie sich Zeit nehmen, können Sie neue Dinge entdecken. Ich denke, es ist wichtig, die kleinen Details um uns herum zu schätzen. Absolut. Im Leben geht es um die Reise, nicht nur um das Ziel. Planen wir gemeinsam ein paar gemütliche Spaziergänge, um unsere Nachbarschaft zu erkunden. Lektion 11, Stornierungsbedingungen. Die meisten Hotels haben unterschiedliche Stornierungsbedingungen. Ja, es ist wichtig zu prüfen, ob eine Gebühr anfällt. Genau. Wenn Sie die Bedingungen verstehen, können Sie sich unerwartete Kosten ersparen. Ich lese vor der Buchung immer das Kleingedruckte, um Überraschungen zu vermeiden. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist besser, sich vorher zu informieren. Ja. Ich würde lieber wissen, welche Optionen ich habe, falls sich meine Pläne ändern. Schauen wir uns unbedingt die Richtlinien für unsere nächste Reise an. Gute Idee. Wenn Sie vorbereitet sind, ist das Reisen immer weniger stressig. Ich freue mich auf unsere Abenteuer und weiß, dass wir gut vorbereitet sind. Lektion 12, Sportgeschichte. Er wird auch als der erste Sportler von internationalem Rang in Erinnerung bleiben, der sich für einen guten Zweck engagierte. Das ist faszinierend. Sein Einfluss auf den Sport war wirklich bahnbrechend. Absolut. Seine Taten öffneten vielen Sportlern die Möglichkeit, sich zu Wort zu melden. Es ist inspirierend zu sehen, wie jemand seine Plattform für das Wohl der Allgemeinheit nutzt. Ja, und es fügt der Geschichte des Sports selbst eine reichhaltige Ebene hinzu. Ich liebe die Art und Weise, wie sich Sport mit wichtigen gesellschaftlichen Themen überschneiden kann. Dadurch werden die Geschichten hinter den Athleten noch fesselnder. Definitiv. Ich würde gerne mehr über andere Sportler erfahren, die einen Unterschied gemacht haben. Lassen Sie uns in einige Dokumentationen oder Artikel eintauchen, um Ihre Reisen zu erkunden. Lektion 13, Übungsroutine. Ich versuche, mindestens 3-mal pro Woche zu trainieren. Was ist mit dir? Ich strebe das Gleiche an. Es hilft mir, energiegeladen und konzentriert zu bleiben. Das ist großartig. Welche Arten von Übungen machen Ihnen am meisten Spaß? Ich liebe eine Mischung aus Cardio und Krafttraining, es hält die Dinge interessant. Ich stimme zu. Durch Abwechslung können Sie Langeweile vermeiden und Ihre Grenzen überschreiten. Genau. Ich genieße auch Yoga für Flexibilität und Entspannung. Yoga ist eine tolle Ergänzung. Es hilft auch wirklich bei der geistigen Klarheit. Ja. Es geht darum, eine Routine zu finden, die für Sie persönlich funktioniert. Lassen Sie uns Tipps zu unseren Workouts geben. Ich würde gerne hören, was Sie tun. Lektion 14, berufliches Wachstum. Ich mache mir Sorgen, dass ich berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten verpassen könnte. Das ist ein berechtigtes Anliegen.
Es ist wichtig, in Ihrer Karriere proaktiv zu bleiben. Ja. Ich möchte sicherstellen, dass ich meine Fähigkeiten weiterentwickle und entwickle. Haben Sie darüber nachgedacht, eine Mentorschaft oder eine zusätzliche Ausbildung in Anspruch zu Ich nehmen? denke, Mentoring könnte wirklich nützlich sein, ich werde es mir ansehen. Tolle Idee. Von einer erfahrenen Person zu lernen, kann wertvolle Erkenntnisse liefern. Außerdem möchte ich mich stärker vernetzen, um neue Möglichkeiten zu entdecken. Networking ist der Schlüssel. Es kann Türen zu unerwarteten Möglichkeiten öffnen. Ich werde anfangen, mehr Branchenveranstaltungen und Workshops zu besuchen. Lektion 15: Berufliche Verantwortlichkeiten. Welche Rolle spielen Sie im Unternehmen? Ich bin für den Vertrieb verantwortlich und sorge dafür, dass alles reibungslos läuft. Das klingt wichtig. Verkäufe sind entscheidend für den Erfolg eines jeden Unternehmens. Absolut. Ich arbeite eng mit dem Vertriebsteam zusammen, um unsere Prozesse zu optimieren. Es muss lohnend sein, die direkte Wirkung Ihrer Arbeit zu sehen. Ja, es ist befriedigend, zum Wachstum des Unternehmens beizutragen. Zusammenarbeit muss in Ihrer Rolle der Schlüssel sein, oder? Definitiv. Teamarbeit hilft uns, unsere Ziele effektiver zu erreichen. Das bewundere ich. Lassen Sie uns einige Best Practices aus unseren Abteilungen teilen. Lektion 16: Sommerferien. Obwohl nicht alle Arbeitnehmer volle 2 Monate Urlaub haben, machen die meisten Menschen im Sommer Urlaub. Das stimmt. Der Sommer ist eine beliebte Zeit für Urlaub und Entspannung. Ja. Das warme Wetter und die längeren Tage machen es ideal für Reisen. Ich finde es toll, wie viele Menschen in dieser Jahreszeit Familienausflüge planen. Genau. Es ist eine großartige Gelegenheit, gemeinsam bleibende Erinnerungen zu schaffen. Ich kann es kaum erwarten, dass der Sommer kommt. Ich habe einige aufregende Pläne. Was haben Sie sich für Ihren Sommerurlaub vorgestellt? Ich denke darüber nach, einige neue Reiseziele zu erkunden und den Strand zu genießen. Das klingt fantastisch. Lassen Sie uns unbedingt Tipps zu unseren Reisen weitergeben. Lektion 17: Heißhunger auf Herzhaftes. Wie wäre es mit einer Beilage Pommes? Ich habe Lust auf etwas Herzhaftes. Das hört sich köstlich an. Pommes sind ein klassisches Wohlfühlessen. Ich weiß. Sie passen perfekt zu so vielen Gerichten. Genau. Mit knusprigen Pommes als Beilage kann man nichts falsch machen. Welchen Dip bevorzugen Sie zu Ihren Pommes? Ich liebe Ketchup, aber auch Knoblauch-Aioli ist eine tolle Wahl. Knoblauch-Aioli klingt fantastisch. Vielleicht muss ich das nächste Mal versuchen. Das solltest du auf jeden Fall. Es fügt eine völlig neue Geschmacksebene hinzu. Ich kann es kaum erwarten, bald ein paar leckere Pommes zu genießen. Lektion 18: Lebensmittel anbauen. Es fühlt sich wirklich erfüllend an, mein eigenes Essen anzubauen. Das ist großartig. Ich wollte mich schon immer mal im Gärtnern versuchen. Du solltest. Es ist eine Freude zu sehen, wie Ihre Pflanzen gedeihen und Früchte tragen. Ich kann es mir vorstellen. Frisches Gemüse schmeckt viel besser, wenn man es selbst anbaut. Absolut. Außerdem ist es eine gesunde Art, nahrhaftes Essen zu genießen.
Ich liebe die Idee, genau zu wissen, wo mein Essen herkommt. Ja. Es fühlt sich gut an, sich auf diese Weise mit der Natur zu verbinden. Lasst uns gemeinsam einen kleinen Garten anlegen, es könnte ein lustiges Projekt werden. Das würde mir gefallen. Gartenarbeit ist immer besser mit einem Freund. Lektion 19, Wegbeschreibung. Klar, es ist gleich um die Ecke auf der rechten Seite. Perfekt. Ich schätze die Anweisungen, es macht das Finden von Orten viel einfacher. Kein Problem. Es ist immer schön, jemandem beim Navigieren zu helfen. Genau. Wenn ich neue Gegenden erkunde, verlasse ich mich oft auf lokale Tipps. Ja. Lokale Einblicke können Sie zu verborgenen Schätzen führen. Ich werde mir diesen Ort bei zukünftigen Besuchen unbedingt merken. Definitiv. Es ist großartig, Orte zu entdecken, die abseits der ausgetretenen Pfade liegen. Ich bin gespannt, es auszuprobieren und zu sehen, was es zu bieten hat. Sie werden nicht enttäuscht sein, es ist eine schöne Gegend zum Erkunden. Lektion 20, Hundetraining. Sie durchlaufen eine strenge Ausbildung zum Aufspüren von Sprengstoffen oder Drogen. Das ist beeindruckend. Hunde haben so unglaubliche Fähigkeiten. Ja. Ihr Geruchssinn ist unserem weit überlegen. Es ist erstaunlich, wie sie für so wichtige Aufgaben ausgebildet werden können. Absolut. Sie spielen eine entscheidende Rolle für unsere Sicherheit. Ich bewundere die Bindung zwischen den Trainern und den Hunden. Ja, es erfordert viel Teamarbeit, um ihre Missionen erfolgreich zu erfüllen. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie sie diese erstaunlichen Tiere trainieren. Suchen wir einen Dokumentarfilm oder ein Buch zu diesem Thema, es könnte faszinierend sein. Lektion 21, das ungewöhnliche Gemüse. Es ist ungewöhnlich, aber in jedem Haus bekommt eine Familie ein sehr großes, rundes orangefarbenes Gemüse, das Kürbis genannt wird. Das ist interessant. Kürbisse werden oft mit Herbst und Halloween in Verbindung gebracht, nicht wahr? Ja, sie sind. Viele Menschen verwenden sie während der Saison für Dekorationen und Rezepte. Ich liebe Kürbiskuchen. Es ist ein köstlicher Leckerbissen für Familienfeiern. Absolut. Außerdem sind Kürbiskerne auch ein toller Snack. Sie sind. Ich röste sie gerne mit ein paar Gewürzen für zusätzlichen Geschmack. Es ist erstaunlich, wie vielseitig Kürbisse beim Kochen und Backen sein können. Definitiv. Ich finde auch, dass sie wunderschöne Tafelaufsätze für Herbsttische sind. Planen wir einmal ein Abendessen zum Thema Kürbis, es würde Spaß machen. Lektion 22, Navigationstipps. Tragen Sie immer eine Karte als Backup bei sich, es wird Ihnen jeglichen Ärger ersparen. Das ist ein kluger Tipp. Technologie kann uns manchmal im Stich lassen, und es ist gut, vorbereitet zu sein. Genau. Eine physische Karte kann Ihnen wirklich dabei helfen, sich zurechtzufinden. Ich habe mich ein paar Mal verlaufen, weil mein GPS nicht mehr funktionierte. Es passiert jedem. Eine Karte ist ein zuverlässiger Backup-Plan. Außerdem kann es Ihnen dabei helfen, unterwegs neue Routen und versteckte Orte zu entdecken. Ja. Manchmal sind die malerischen Routen die schönsten Teile der Reise. Ich liebe es, neue Orte zu erkunden, besonders wenn ich es nicht eilig habe.
Machen wir es uns zur Gewohnheit, bei unserem nächsten Abenteuer eine Karte dabei zu haben. Lektion 23, Kooperationen. Und wie sieht es mit Kooperationen aus? Gute Idee. Durch Partnerschaften können wir mehr Menschen erreichen. Genau. Die Zusammenarbeit mit anderen kann neue Perspektiven eröffnen. Ich denke, es könnte uns auch dabei helfen, unser Publikum deutlich zu vergrößern. Ja. Unterschiedliche Stimmen und Ideen können ein reicheres Erlebnis für alle schaffen. Lassen Sie uns über einige potenzielle Partner nachdenken, mit denen wir zusammenarbeiten könnten. Tolle Idee. Ich schreibe ein paar Namen auf, die mir in den Sinn kommen. Ich werde das Gleiche tun. Gemeinsam können wir etwas wirklich Wirkungsvolles schaffen. Ich bin gespannt, welche Chancen sich aus unseren Bemühungen ergeben. Lektion 24, historische Bedeutung. Dies geht auf die ersten spanischen Besucher im 16. Jahrhundert zurück. Das ist faszinierend. Als Ausgangspunkt gilt die alte Mission in San Antonio. Ja. Es spielte eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Region. Ich liebe es zu erfahren, wie diese Missionen die lokale Kultur beeinflusst haben. Absolut. Sie waren maßgeblich an der Verbreitung von Religion und Landwirtschaft beteiligt. Es ist interessant, wie viel Geschichte an einem Ort zu finden ist. Definitiv. Jede Mission hat ihre eigenen einzigartigen Geschichten zu erzählen. Ich würde gerne San Antonio besuchen und diese historischen Städten erkunden. Lasst uns eine Reise planen und tiefer in die lokale Geschichte eintauchen. Lektion 25, Speisemöglichkeiten. Na, das hört sich spannend an. Wie sieht es mit den Speisemöglichkeiten aus? Gibt es eine Küche? Ja. Es gibt so viele köstliche Möglichkeiten in der Gegend. Das ist fantastisch. Ich liebe es, auf Reisen verschiedene Gerichte auszuprobieren. Ich auch. Von Streetfood bis hin zu gehobener Küche sind die Möglichkeiten endlos. Besonders freue ich mich auf die Verkostung lokaler Spezialitäten. Absolut. Jede Region hat ihre eigenen einzigartigen Aromen und Gerichte. Lassen Sie uns eine Liste mit Restaurants erstellen, die Sie unbedingt probieren sollten, bevor wir losfahren. Tolle Idee. Ich werde etwas recherchieren, um die besten Plätze zu finden. Diese Reise wird ein kulinarisches Abenteuer. Lektion 26, Einkaufserlebnis. Wie wäre es mit dem Einkaufszentrum? Sie haben eine große Auswahl an Geschäften zur Auswahl. Das klingt perfekt. Ich liebe es, an Orten mit vielfältigen Möglichkeiten einzukaufen. Ja. Von Kleidung bis Elektronik findet man dort alles. Ich schätze ein Einkaufszentrum, das sowohl lokale Geschäfte als auch große Marken umfasst. Genau. Es ist schön, lokale Unternehmen zu unterstützen und gleichzeitig vertraute Auswahlmöglichkeiten zu haben. Außerdem macht Einkaufen mehr Spaß, wenn für jeden etwas dabei ist. Planen wir einen Tag, um gemeinsam das Einkaufszentrum zu erkunden. Das würde mir gefallen. Es wird ein unterhaltsamer Ausflug sein, um tolle Angebote zu finden. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Schätze wir entdecken werden. Lektion 27, Riverboat Jazz. Klavierjazz erfreute sich bald großer Beliebtheit und wurde auf den Flussschiffen gespielt, die auf dem Mississippi fuhren. Das ist unglaublich.
Es muss eine so lebendige Atmosphäre geschaffen haben. Absolut. Die Musik verlieh dem Flussschiff-Erlebnis einen einzigartigen Charme. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen tanzen und die lebendigen Melodien genießen. Ja. Es war eine Mischung aus Kultur und Unterhaltung, die viele faszinierte. Ich liebe die tiefe Verbindung der Musik zur Geschichte. Definitiv. Es spiegelt den Zeit- und Menschengeist wider. Lasst uns gemeinsam klassischen Riverboat Jazz hören. Tolle Idee. Es wird eine wunderbare Möglichkeit sein, diese Ära zu würdigen. Lektion 28: Heimeffizienz. Um den Wärmeverlust zu minimieren, ist eine gute Isolierung unerlässlich. Ausgezeichneter Punkt. Es kann die Energiekosten erheblich senken. Ja. Ein gut isoliertes Zuhause sorgt das ganze Jahr über für Komfort. Wie sieht es mit der Reinigung aus? Es ist auch wichtig, die Effizienz aufrechtzuerhalten. Absolut. Regelmäßige Wartung sorgt dafür, dass alles ordnungsgemäß funktioniert. Ich denke, dass kleine Änderungen zu großen Effizienzsteigerungen führen können. Ja. Lassen Sie uns eine Checkliste mit Aufgaben erstellen, um unser Zuhause in Topform zu halten. Tolle Idee. Ich liebe es, bei der häuslichen Pflege proaktiv zu sein. Gemeinsam können wir einen energieeffizienteren Wohnraum schaffen. Lektion 29: Wegbeschreibung finden. Gehen Sie dort drüben zum Automaten. Ich bin hier ein Neuling, kannst du mir zeigen wie? Sicher. Es ist ganz einfach, wenn man erst einmal den Dreh raus hat. Ich schätze Ihre Hilfe. Ich möchte sicherstellen, dass ich alles verstehe. Zunächst müssen Sie die Art der gewünschten Dienstleistung auswählen. Habe es. Und was dann? Befolgen Sie anschließend einfach die Anweisungen auf dem Bildschirm. Das hört sich ganz einfach an. Vielen Dank, dass Sie mich geführt haben. Kein Problem. Jeder muss irgendwo anfangen, und ich helfe gerne. Lektion 30: Verkehrsregeln. Es gibt Regeln, die Autofahrer befolgen müssen, um einen reibungslosen Verkehrsfluss zu gewährleisten. Ja, es ist entscheidend für die Sicherheit aller im Straßenverkehr. Eine wichtige Regel ist, dass Sie immer einen Sicherheitsgurt tragen müssen. Absolut. Sicherheitsgurte retten Leben und reduzieren Verletzungen bei Unfällen. Ich erinnere meine Freunde immer daran, sich anzuschnallen, wenn sie ins Auto steigen. Das ist eine gute Angewohnheit. Es ist ein positives Beispiel für andere. Darüber hinaus trägt die Kenntnis der Regeln dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Straßen sicherer zu machen. Ermutigen wir uns gegenseitig, stets die Verkehrsregeln einzuhalten. Definitiv. Ein wenig Bewusstsein kann einen großen Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit leisten. Lektion 31: Londoner Träume. London steht schon so lange auf meiner Wunschliste. Es ist eine erstaunliche Stadt mit so viel Geschichte und Kultur. Was begeistert Sie daran am meisten? Ich freue mich wirklich darauf, die berühmten Wahrzeichen wie Big Ben und den Tower of London zu besuchen. Das sind definitiv Orte, die man gesehen haben muss. Die Architektur ist atemberaubend. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, an der Themse entlang zu laufen und die Aussicht zu genießen.
Es ist auf jeden Fall ein einzigartiges Erlebnis. Haben Sie darüber nachgedacht, was Sie dort sonst noch unternehmen möchten? Ich würde gerne die lokalen Märkte erkunden und authentisches britisches Essen probieren. Das hört sich köstlich an. Die Food-Szene in London ist unglaublich. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, in die lebendige Kultur einzutauchen. Lektion 32, Reisepläne. Klar, wohin soll unsere Reise gehen? Ich habe mich noch nicht entschieden, vielleicht irgendwo am Strand zum Entspannen. Das klingt erstaunlich. Ein Strandurlaub ist immer erfrischend. Ja, ich könnte jetzt etwas Sonne und Sand in meinem Leben gebrauchen. Genau. Es ist die perfekte Möglichkeit, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Haben Sie bestimmte Ziele im Sinn? Ich habe großartige Dinge über die Strände in Thailand gehört. Thailand wäre unglaublich. Die Landschaft ist atemberaubend. Außerdem soll das Essen dort lecker sein. Lektion 33, Geschäftsträume. Eines Tages möchte ich wirklich mein eigenes Unternehmen gründen. Das ist aufregend. An welche Art von Geschäft denken Sie? Ich bin immer noch auf der Suche nach Ideen, aber ich habe ein paar Konzepte im Kopf, die mir am Herzen liegen. Das ist großartig. Leidenschaft ist entscheidend, wenn es um Unternehmertum geht. Absolut. Ich möchte etwas schaffen, das eine positive Wirkung hat. Ja. Es ist wichtig, Ihr Unternehmen an Ihren Werten und Interessen auszurichten. Genau. Ich bin bestrebt, meine Ideen zu recherchieren und zu verfeinern, bevor ich den Schritt wagen. Das ist ein kluger Ansatz. Planung kann Ihre Erfolgschancen wirklich verbessern. Sicher. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wohin mich diese Reise führt. Lektion 34, Technologie und Wirtschaft. Technologie ist heute ein so wichtiger Bestandteil des Geschäftslebens geworden. Absolut. Es eröffnet so viele Möglichkeiten für Effizienz und Innovation. Definitiv. Mit den richtigen Tools können Unternehmen Prozesse rationalisieren und Zeit sparen. Ja, und es ermöglicht auch eine bessere Kommunikation innerhalb von Teams. Rechts. Die Zusammenarbeit ist mit der Technologie viel einfacher geworden. Und es ermöglicht Unternehmen, mit Kunden auf globaler Ebene in Kontakt zu treten. Genau. Die Geschäftslandschaft verändert sich rasant und die Technologie steht im Vordergrund. Es ist spannend, über die Zukunft nachzudenken und darüber, wie sich die Technologie weiterentwickeln wird. Sicher. Ich denke, dass Unternehmen, die sich an diese Veränderungen anpassen, erfolgreich sein werden. Lektion 35, Wolf und der heilige Franziskus. Haben Sie die Geschichte vom heiligen Franziskus und dem Wolf gehört? Ja. Der Wolf bereitete den Stadtbewohnern Ärger. Rechts. Der heilige Franziskus beschloss, den Menschen zu helfen. Er zeigte Mitgefühl und sprach mit dem Wolf, nicht wahr? Genau. Er wollte Frieden sowohl für die Stadtbewohner als auch für den Wolf. Es ist eine wunderschöne Geschichte über Verständnis und Freundlichkeit. Ja, es lehrt uns, nicht zu schnell zu urteilen. Wahr. Manchmal müssen wir gemeinsam nach Lösungen suchen. Das ist eine wertvolle Lektion für alle.